In dieser Woche führt uns unser Weg nach Lima. Der Weg dorthin hält aber erst noch eine große Überraschung für uns bereit und so wird das Thema Lenkgetriebe diese Woche ganz präsent. Aber auch die Natur kommt nicht zu kurz. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Been feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Ihr seht, das hier ist nicht unser Camper, auch wenn er unserem ein wenig ähnelt. Das ist ein Fahrzeug, was seit Jahren auf diesem Campground in Huaraz steht. Und was wir damit machen? Wir checken das Lenkgetriebe. Unser Lenkgetriebe ist ja leider undicht und muss dringend getauscht werden. Dieses Ersatzteil hier zu bekommen, ist jedoch alles andere als leicht. Aber manchmal gibt es im Leben schon besondere Zufälle. Der Campground-Besitzer erzählte uns, als wir hier ankamen, dass dieses Fahrzeug seit inzwischen 7 Jahren hier steht, seit die Besitzerin bei einem tragischen Unglück in den Bergen ums Leben gekommen ist. Keiner wollte das Fahrzeug abholen und er kann ohne Papiere nichts damit machen, sodass es seitdem einfach nur hier steht. Und so freut er sich, wenn das Fahrzeug wenigstens noch dafür sorgen kann, dass andere Reisemobile gut unterwegs sind. Und tatsächlich, das Lenkgetriebe hier ist identisch zu dem in unserem Fahrzeug. Und wir dürfen es ausbauen. No peligroso, no dangerous. No? This is para nosotros, para las personas del campo. Esto es buena suerte. Ah, Buena suerte, buen día. okay. Hier sieht man mal unser Lenkgetriebe und es ölt ganz schön und vor allen Dingen es kommt alles hier raus und hat hier unten schon alles versaut. Das Auto steht hier seit 7 Jahren. Und der Ölstand, kann ich gar nicht richtig sehen, ist immer noch gut. Für 7 Jahre Standzeit ist das sehr gut. Und da sieht alles trocken aus. Der gute Wagen hat zwar 333.000 Kilometer drauf, aber das Lenkgetriebe scheint immer noch ganz gut zu sein. Keine Ahnung, warum unseres undicht ist. Die Schläuche sind ab. Der untere, den man jetzt nicht sieht, der war ein bisschen wehrhaft. Da war die Verbindung hier hinten, die Einschubverbindung, nicht mehr richtig fest und deswegen ging er schwer ab. Aber jetzt können wir das Öl ablaufen lassen, dann alles schön sauber machen und dann geht's weiter mit dem Ausbau. Also die Schraube da hinten ist echt scheiße. Man kann nicht mit der Ratsche dran, ist total fummelig. Bestimmt schon 10 Minuten dran, die rauszuschrauben, aber ich hab's gleich. Also eigentlich ist das Lenkgetriebe los, nur die Verzahnung von der Lenkstange mit dem Kreuzgelenken, die sitzt fest. Deswegen muss ich wahrscheinlich erstmal das Lenkgetriebe noch mal ein bisschen festschrauben und dann ziehen. Mal gucken, ob es zurückgekommen ist. Wir kommen der Sache näher, aber ganz raus ist es immer noch nicht. Ich weiß noch nicht so genau, woran es hängt. Es ist draußen. Und das war eine verdammt schwierige Geburt. Also das am Lenkrad ziehen hat dann gar nichts gebracht, weil nämlich das Kreuzgelenk sozusagen im Rahmen festhängt. Und, oder nicht im Rahmen, aber in der Motorinnenwand. Das heißt, das war eigentlich zwecklos. Und dann habe ich es mit einer Knippstange hochgehebelt. Ich muss natürlich aufpassen, dass man die Verzahnung nicht beschädigt. Also ich habe die Lenkstange hochgehebelt und dann konnte ich so zur Seite rausziehen. Also dann konnte ich so hier rausholen. Ja, der erste Gang, der Rückwärtsgang ist aber der erste Gang ist.
Mucho. Igual, sí, igualito. Son hermanos, primos, primos. So, Auto ist wieder an Ort und Stelle und es war so schwierig, ihn reinzufahren, weil am Schaltknopf stand, dass der erste Gang hinten rechts ist, der Rückwärtsgang, aber er ist vorne links. Ja, gut. Ich wollte mal vorwärts fahren und habe mich auf einmal rückwärts gefahren. So, aber jetzt haben wir wieder. Und das war wahrscheinlich die letzte Fahrt von diesem Auto. Er kann nämlich nur noch geradeaus fahren, beziehungsweise so wie die Räder stehen. Also da links sieht auch nicht gut aus, so wie der wackelt. Ja, aber da vorne ist voll der See. Ist das diese Baustelle? Genau, jetzt stehen wir vor der Baustelle und Wartezeit 5 Minuten bis 2 Stunden. Fast 2 Stunden sind vergangen und jetzt scheint der Gegenverkehr sich zu bewegen. Das heißt, wir können uns hoffentlich auch bald bewegen. Unter der Voraussetzung, auf der anderen Seite stehen nicht 10.000 Autos, so wie auf unserer Seite. Ziemlich genau 2 Stunden. Und wir fahren wieder und es wird natürlich direkt chaotisch, weil ein paar überholen wollen. Aber wir waren, glaube ich, nicht weit von der Baustelle weg. Schauen wir mal. Und eigentlich soll es noch eine viel weiter hinten geben. Hoffentlich gibt es die heute nicht. Das wäre nämlich ungünstig. Und wir da auch noch mal warten müssen. Wir stehen schon wieder und das scheint jetzt die Baustelle zu sein, wo alle, die vor uns so gefahren sind, in den letzten Tagen auch drin standen. Hoffen wir, dass es nicht 2 Stunden dauert. Wir haben nämlich jetzt 2 Uhr, das wäre schlecht. Wir haben scheinbar Glück gehabt, wir standen nur 5 Minuten. Hoffentlich ist das jetzt die letzte Baustelle für heute. Wir sind an unserem Schlafplatz angekommen. Der Tag war wirklich lang. Jetzt am Ende bin ich nochmal 5 Stunden durchgefahren. Davor hatten wir zwar 2 Stunden Pause, aber ja, wenn man nicht weiß, wann es weitergeht, ist ja auch nicht so ganz entspannt. Da hinten wäre sogar ein Pool, aber den werden wir heute nicht mehr nutzen, wir werden nur noch was essen. Sah von außen erst irgendwie so ein bisschen verlassen aus, aber wir wurden reingelassen und können jetzt hier für 60 Soles stehen. Ist jetzt nicht so günstig, aber gut. Hier unten gab es jetzt auch nicht so viel, wo man sonst noch hätte stehen können. Und es ist auch schon 18 Uhr, Sonne geht gerade unter. Demzufolge ist der Fahrtag auf jeden Fall zu Ende. Weiter geht's auf unserem Weg nach Lima. Erst durch weite Landschaften und später dann ins Getümmel der Stadt. Unser erster Halt: eine Werkstatt, die uns mit dem Austausch des Lenkgetriebes helfen will. Das Lenkgetriebe wird jetzt gleich gewechselt. Da unten liegt's. Er hat gesagt 1 bis 2 Stunden. Ich bin gespannt. Der Lenkstockhebel vom neuen Getriebe will einfach nicht runter. Haben wir jetzt mal angeschlitzt und jetzt werden sie es nochmal versuchen. Ah, jetzt ist er. 1 bis 2 Stunden sind natürlich schon um. Es sind nämlich 2 um jetzt, ziemlich genau. Lenkgetriebe ist nicht drin, aber dadurch, dass es so schwer abging, dass der Lenkstockhebel so schwer abging, hat es natürlich ein bisschen zu Verzögerungen geführt. Aber ich denke mal, es wird mindestens noch eine Stunde dauern. Schätze ich mal. Vielleicht auch 2. Das Lenkgetriebe kommt wieder rein.
Man sieht noch nicht so viel. Das neue Lenkgetriebe ist drin, aber noch nicht final angeschlossen. Und wir haben jetzt Mittagspause. 1 Stunde, also essen wir auch mal was. Danke! Wir haben kein Käsebrot mehr in Werkstattatmosphäre gehabt. Muss man aber auch nicht so oft haben. Reicht jetzt dann auch erstmal wieder. Mittagspause ist vorbei. Wir arbeiten gehen weiter. Einschlagen, Wagner. Also hier hast du Platz. Ja. Da ist ja nur die Stange, ne? Ja, auch bei der Ausfahrt hast du viel Platz. Ja. Während unseres Aufenthalts in der Werkstatt sind noch ein paar Fahrzeuge hinzugekommen. Deswegen war das Ausparken etwas schwierig. Achso, da geben wir mal auf jeden Fall noch einen Sticker, oder? Ja. Achso, er will mitfahren. Achso. Dann setzt du dich nach hinten und dann kann er hier hin. Ja, Ist das... hier habe ich zugemacht. Sieh, warte. Ah, ist da hinten. Hier. Weiter hier. Okay. Wir sind zurück im peruanischen Straßenverkehr oder eher in dem von Lima. Der ist nämlich noch schlimmer. Und wir sind natürlich gerade schön zur Rush Hour unterwegs. Haben gerade noch das Auto waschen lassen, hat uns der Werkstattbesitzer sogar noch hin begleitet und den Preis noch ausgemacht. Ich glaube, das hat uns mit Sicherheit 50 Soles gespart. Und also wir haben wirklich einen sehr guten Job gemacht. Hat zwar relativ lange gedauert, aber die Schwierigkeit war auch wirklich den Lenkstock runterzukriegen von dem alten Getriebe, also von dem, was wir ausgebaut haben vor ein paar Tagen. Ja, genau. Und ansonsten, ich glaube, es ist sogar ein bisschen strammer, obwohl es schon 333.000 Kilometer drauf hat. Und ja, fährt sich gut. Also Spur passt. Also kann man nur empfehlen, wenn ihr irgendwann mal in Peru oder in Lima seid, eine Werkstatt braucht, sagt Bescheid. Wir kennen jetzt der Gute. Also da drüben tanzt gerade ein Spider-Man auf dem Bus. Ich weiß nicht, guck mal, kriegst du was drauf? Ja, der macht da halt Geschäft mit wahrscheinlich. Meinst? Ja, und wie sammelt er das Geld ein? Ja, der kommt gleich runter und will Geld. So, Spider-Man ist fertig. Ampel wird schon mal gleich grün. Und ja, jetzt ist Feierabendverkehr und für uns ist auch Feierabend, reicht nicht für heute. Der Schlafplatz für die Nacht am Meer oder an der Straße. Von unserem Schlafplatz aus machen wir uns zu Fuß auf den Weg, um die Stadt näher zu erkunden. Nach den ersten Kilometern an der Promenade entlang legen wir direkt den ersten Stopp ein. Der Schokokuchen war schon ausverkauft, aber es kam nochmal neuer. Und ich werde ihn jetzt mal probieren. Der sieht nämlich sehr gut aus. Ui, ich da nicht drauf. Ja, sehr schokoladig und nicht zu süß tatsächlich. Also sehr gut. Weiter geht's ins Zentrum der 10 Millionen Einwohnerstadt. Gegründet wurde Lima 1535 vom spanischen Eroberer Francisco Pizarro. Die koloniale Vergangenheit ist bis heute sichtbar und das historische Zentrum gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.
Und wie findest du den Platz? Ist schon schön. Also auch die ganzen Gebäude außenrum sind schön. Nach der Einkaufspassage da gerade hätten wir das gar nicht so gedacht, aber es macht hier schon einen schönen Eindruck. Lima bringt Moderne und Historie wirklich schön zusammen. Nach dem kurzen Shoppen in modernen Malls fühlen wir uns hier im historischen Teil so richtig wohl. Wir laufen ein wenig durch die Gassen, vorbei an schönen Gebäuden, lebendiger Kultur, Lichtinstallationen und nehmen schlussendlich den gut organisierten öffentlichen Nahverkehr, um zurück in den modernen und lebendigen Stadtteil Miraflores zu kommen, wo unser Camper wartet. Vorher legen wir aber noch einen Stopp ein. So, ich habe mir jetzt das erste Mal einen Pizza Sour bestellt und bin ganz gespannt, was das so kann. Das ist ja in Peru irgendwie ein Muss. Von daher probieren wir mal. Sehr lecker. Und was gibt's heute wieder? Pizza. Aber sieht sehr, sehr gut aus. Es geht raus aus der Stadt und wir treffen Julia und Markus wieder, die uns am Abend mit leckeren Schnitzeln verwöhnen. Wir sind aus Lima seit 2 Tagen raus und jetzt im Paracas Nationalpark angekommen. Wetter ist noch nicht so gut, aber wird hoffentlich besser. Aber wir haben auf jeden Fall einen neuen Ladebooster eingebaut. Das heißt, wir brauchen nicht mehr unbedingt Sonne, um zum Laden. Aber ja, wir fahren jetzt mal rein und hoffen, dass wir ein paar schöne Sachen sehen. Es soll eine schöne Lagune geben, die eine sehr unnatürliche Farbe hat. Ich verstehe den nicht, aber irgendwie meinte er erst um 9, aber jetzt kommt die Fahrschule, vielleicht haben wir ja Glück. Das Paracas National Reserve liegt etwa 4 Stunden südlich von Lima an der Pazifikküste Perus. Das Schutzgebiet wurde 1975 gegründet und umfasst fast 3.300 Quadratkilometer. Ein Großteil davon ist Meeresfläche. Durch die extrem trockenen Bedingungen fällt hier kaum Niederschlag. Stattdessen prägen Wind, Sand und Salz die Szenerie. Durch den kalten Humboldt-Strom zählt das Gebiet zu den nährstoffreichsten Meeresregionen der Welt und ist ein wichtiges Schutzgebiet für eines der produktivsten Ökosysteme des Pazifiks. Mittlerweile ist die Sonne draußen und wir sind auf der Suche nach dem letzten Spot, wo wir hin wollen, im Paracas Nationalpark. Der liegt da hinten. Da hinten fahren auch schon die Ulmis. Die haben nämlich schon den Weg ausgekundschaftet, weil wir die Abzweigung nämlich nicht gesehen haben. Deswegen fahren wir jetzt hier über die Rüttelpiste zurück und dann geht es gleich ab. Und dann fahren wir jetzt nach einer pinken Lagune. coursing through my veins. The spirit left and now I'm not the same. The shadows came and took me hostage. Any hope I had, I lost it. Heart breaks the grip.
Wir haben den Weg zur pinken Lagune gefunden und die Farbe ist eigentlich verrückt. Also das sieht aus, als hätte da einer Farbe reingekippt, aber es ist wahrscheinlich natürlich, auch wenn ich es jetzt nicht erklären kann, wieso. Die rosa Färbung entsteht durch hohe Salzkonzentration und bestimmte Mikroorganismen, die Pigmente produzieren. Je nach Lichteinfall und Wasserstand verändert sich die Intensität der Farbe, von zartem Rosa bis hin zu kräftigem Pink. Was für ein Farbtupfer in dem sonst so trockenen Gebiet. Damit verlassen wir das Paracas National Reserve und fahren weiter zum nächsten eher trockenen Gebiet. Huacachina ist eine kleine Oase und wirkt fast unwirklich, eingebettet zwischen meterhohen Sanddünen, die sich ganz natürlich um die Lagune legen. Wir sind auf dem Weg zum Sonnenuntergang auf einer Sanddüne. Wir wissen noch nicht so genau, wo wir hingehen, aber es ist einfach unglaublich viel los. Aber wir werden schon einen guten Weg und hoffentlich Spot finden. Eventuell da oben. Könnte aber ein Stück zu gehen sein und wir werden nicht die Einzigen sein. Es geht schon ganz schön bergauf und da unten wird die ganze Zeit mit irgendwelchen Buggies gefahren. Natürlich nicht so eine geile Kulisse. Aber die Düne ist schon ganz cool. Und? Oh, ist mal Luft. Für uns geht's wieder runter und es ist ganz schön viel los. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ganz, ganz lieben Dank für all eure Unterstützung. Ob per Abo, Like, Kommentar, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Das wissen wir sehr zu schätzen. Und falls ihr mögt, seid auch in der nächsten Woche wieder mit dabei, wenn wir den bekanntesten Ort Perus erkunden, den Machu Picchu. Also, bis dahin!